an der Nasenhaare rasiert. Die Idee, DJ zu werden, ne, das klingt total scheiße gestellt. Die Idee, DJ zu werden, kannst du mal eine andere Frage stellen, die ist ja furchtbar. Die Hacke ist entstanden, denke ich, einfach aus der Idee, sich auch ausdrücken zu wollen, auch der Musik eine Plattform zu geben. Damals gab es eben Magazine wie das 1000 Grad oder die Frontpage und wir waren ja auch in der, sagen wir, elektronischen Musik eher so die Schmuddelkinder, die in der Ecke standen und jetzt auch nicht so beachtet wurden. Der Gründungspunkt war ja für mich, dass es in Dresden die Zeitschrift Schicht gab. Genau. Wir haben gesagt, es fehlt Hardcore. Definitiv. Irgendwas Dresden kann Chemnitz schon lange. Richtig. Muss man selber machen. Na, die 4 Leute, die es im Prinzip gegründet haben, waren der Kaut, der Mirko, der Jade, der Jan, der Dr. Chaos, der Schorsch und ich. Und haben alle beim Schorsch in der Küche gesessen. Also ich war prinzipiell dabei. Auch am Anfang. Ich bin immer mit nach Dresden gefahren. Bei dir war es Hauptquartier. Bei mir war es Bei Hauptquartier. dir haben wir Bei mir. zusammen gesessen, am Küchentisch. Bei meinen Eltern noch. Am Küchentisch. Am Küchentisch. Und Berlin, glaube ich, mal eine 700 oder 900 D-Mark Telefonrechnung. Das muss man schaffen. Okay. Also es kam ja kein Flatrate damals. Haben deine Eltern das wieder gesehen? Ja, Okay, dann. alles gut. Okay. Die erste Ausgabe hatte noch eine Auflage von 1000. Später, ich glaube, das Maximum war das 6000 oder 5000. Und die waren noch kopiert. Also die waren noch nicht mal gedruckt. Und die habe ich am Amiga gemacht. Ich kann mich da auch daran erinnern, dass wir, wenn wir in dem Club waren, wie der Fabrik in Dresden, da haben wir den Karton mit 50 oder 100 Magazinen nicht bis zum Einlass tragen können, weil es uns aus den Händen gerissen wurde. Und es war ja damals auch noch so, es wurde noch weitergegeben. Es war ja wirklich, Information war ja noch was wert. Projekt Hacke war eigentlich auch wieder 4 Leute, die Langeweile hatten. Blöde Ideen. Die dümmsten. Ja, ich denke, das war schon der Danny. Wir waren zu der Zeit in Holland, weil in Holland hattest du einfach eine Party, auf der lief von früh bis abends Hardcore. Das war ein Grund hinzufahren mit dem Trabi. 9 Stunden hoch, Party, 2 Stunden schlafen im Auto, zurückfahren. Ja, da gab es tatsächlich irgendwie eine Schattenseite, weil wir wären fast gestorben. Also wir sind direkt wieder nach der Party zurückgefahren. Und da sind wir halt abwechselnd eingeschlafen und es hätte zweimal fast geklappt. Also einmal sind wir irgendwie so auf so eine Brücke, so mit dem Rad so schräg hoch und dann wieder runter und es ging gut. Und dann haben wir den Fahrerwechsel gemacht und dann bin ich eingeschlafen und bin so über 3 Fahrspuren so quer drüber. Es hätte alles viel eher zu Ende sein können, ja. Wir sind dann wiedergekommen und haben gedacht, okay, es gibt dort oben Party, das läuft früh bis abends, bis nachts durch, Hardcore. Und das weiß hier keiner. Also wir müssen das irgendwie den Leuten erklären, dass es sowas gibt. Da haben wir gesagt, okay, wir haben gerade nichts anderes zu tun, machen wir eine Zeitung. Also der Stellenwert in Chemnitz oder in der lokalen Hardcore-Szene war sicher höher. Aber es gab mal irgendwie auf einer Seite, auf einer Hardcore-Seite, da stand dann irgendwie so Hardcore-Magazin für Hausfrauen. Also weil es halt nicht nur um Hardcore ging und eben auch Kunst und andere Themen. Ich war tatsächlich 1991 sehr überrascht, oder eigentlich 92 sehr überrascht, dass in Chemnitz überhaupt Partys stattfanden. Wenn Maruscha Party-Dates durchgesagt hatte, war es eigentlich Dresden oder Leipzig, gerade die Fabrik in Dresden, der erste reguläre Techno-Club.
Davon wusste man. Und ich habe dann nur irgendwann durch Zufall mitbekommen, dass es in Chemnitz ja auch Leute gibt. Und das war damals noch eine Kunstfabrik in Glösa. Und da bin ich dann auch hin und war wirklich erstaunt, dass da recht viele Leute da waren. Und man kannte sich vorher nicht. Der Slick, Anyone, Xela, Snooker, das waren die Leute, die man dann dort getroffen hat und gesagt hat, ey cool, du hörst das Gleiche, du machst das Gleiche, lass uns mal zusammen irgendwie auf Partys gehen. Ja, die Gemeinschaft war da. Selbst wenn nur der Anyone und der Xela irgendwo gespielt haben, ist der Rest mitgefahren. We are trapped in a millennial war between God and his angels and men, totally energized by the devil. Das ist der Eingang vom Zoom. Hier stieg auf jeden Fall alle 2 Wochen irgendeine Party. Es war quasi nach der Kunstfabrik der nächste reguläre Club, der ab und an Partys gemacht hat. And power. Das Kraftwerk, die Überreste davon, Hellraifer 1 bis 4 oder 2 bis 4 oder 3 bis 4. 400, 500 Leute waren da. Hier hinten waren mehr Konzerte und dann halt mal die großen Techno-Partys. Lenny D war ja auch hier. Da werden schon Erinnerungen wach. Man kann ja mal eine Liste von Clubs machen, die nicht mehr da sind. Die wird ziemlich lang. Das ist symbolisch für Chemnitz. Ja, die Aufmerksamkeit für Techno hat sich einfach ergeben. Der Übergang schon so von Double Trouble und King B Geschichten zu Technotronic war ja schon irgendwo Technoider. Das war dann einfach, wir haben Marusha angehört im Radio. Und das war schon ein bisschen was anderes als das, was wir bis dahin gespielt haben. Das war Rave für uns. So hieß es ja im Allgemeinen. Und zum Hardcore gebracht hat mich der Besuch im Hardwax, weil ich dort die erste Euromasters bekommen habe und die erste Knorr Records, die ja nicht in einem Hardcore-Fach standen, sondern einfach, okay, da gibt's was aus Holland. Die habe ich angehört und die haben mich echt weggeballert. Also das war, da habe ich gedacht, huiuiui, das ist so, das könnte mir auf Dauer, also mehr, ne, eher damit. Dass sich die Musikrichtungen so aufgesplittet haben, habe ich halt hauptsächlich dadurch mitbekommen, dass ich einfach nicht mehr geguckt habe. 91 lief auf dem Floor House Anyone, Acid Slick, Techno Xela, die härteren Techno-Geschichten, härteren Rave-Geschichten, BA. Einmal im Monat war mindestens eine Party. Und 93 vielleicht, 94 war dann halt immer noch jeden Monat eine Party, aber da spielte dann Anyone, Xela, noch jemand aus einer anderen Stadt. Und die Partys, auf denen härterer Sound lief, wurden weniger. Nee, ich bin da nicht nachtragend oder so. Es ist halt einfach die Entwicklung gewesen. Die ganzen Low Spirit oder sagen wir Frontpage und so weiter haben ja dann Hardcore mehr oder weniger auch dann ad acta gelegt. Liegt der Fehler oder das Problem dann eher schon medial, da müsste man auf die böse sein, wie wir es ja mit der Hacke und unserem Sammelposter 1 auch waren. Ah, das Poster, ja, stimmt. Wir hatten unseren roten Turm, der sozusagen das Low Spirit Männlein angepisst hat. Und da haben wir tatsächlich eben eine Antwort erhalten. So. Aber wir haben die Antwort auch abgedruckt. Es war nicht so, dass wir da hinterm Berg gehalten haben. Und es hat halt wiederum auch gezeigt, dass sie uns wahrgenommen haben. Ich habe tatsächlich Jahre später den Geschäftsführer mal getroffen. Das war sehr unterhaltsam. Es ist voll Ordnung. Also eine gute Erinnerung sind mir die Fahrten nach Holland. Das Interview mit DJ Park. Wir haben das Interview geführt. Und hatte ich dann nebenbei so eine Tänzerin umgezogen. Wirklich gemacht. Und bin umgezogen und wieder raus. Warum weiß ich das nicht mehr? Das war sehr sehenswert. Also hier stehen wir im Prinzip vor dem Roten Turm.
sozusagen der weichen Variante unseres harten Rotter-Turm-Maskottchens, was eine Freundin von uns gezeichnet hat, detailgetreu bis auf die Turmspitze. Und ein befreundeter Maler von mir hat es dann nochmal, oder Zeichner hat es dann nochmal in mehreren Varianten gezeichnet. Und das Wortspiel zu Rotterdam, Rotterturm, ja, bot sich an. Hier startet auch immer die East Parade. Hoffentlich dieses Jahr auch wieder. Hacke ist dann eigentlich zu so einem Überbegriff geworden. Also ich habe ja Musik gemacht dann irgendwann, ich habe einen Hardsequencer irgendwann in der Fabrik mal darauf angesprochen, als er seine eigenen Platten dann gespielt hat, womit er die eigentlich macht. Und da war ich dann mal bei ihm zu Hause und hat er mir einen Octalizer erklärt. Und der Jade, den ich original aus dem Zoom kennengelernt habe. Ich weiß genau wo, weil er mich nämlich abblitzen lassen hat. Wir waren in der Kunstfabrik, das waren die ersten Partys in Chemnitz überhaupt. Und ich habe ihn angesprochen und er hat mich direkt abblitzen lassen. Und ich stand da wie ein Trottel. Aber später sind wir doch Freunde geworden. Und dann hat man sich halt zusammen hingesetzt und hat dann ein bisschen Mucke gemacht und hat dann halt noch ein Projekt gegründet, Borscht. Und dann noch ein eigenes Label, Hacke Hardcore Heroes. Hausmusik wird in allen besseren Familien gemacht, also auch bei uns. 1, 2, 3. Ich habe vorher schon alleine Musik gemacht und der Danny hat dann eben konkrete Vorstellungen gehabt und die Sachen, die ich mir ausgedacht habe, die habe ich ihm dann meistens vorgestellt. Da gab es dann oft Kritik. Zu schnell, zu hart. Ich bin dann teilweise so über die 200, 250. Da musste ich immer viel diskutieren. 3, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 1. Gleichzeitig kam dann der Andreas dazu, der auch ziemlich geile Musiktechnik hatte. Und da war das sozusagen mir ganz recht und Andreas und Danny auch. Also es hat sich so ergeben. Ja, der abgelöst, okay, würde ich nicht ganz so sagen. Ja gut, okay, die späteren Sachen ja, aber wir haben auch Sachen zusammen gemacht. Er hat dann auch teilweise ziemlich extreme Sachen gemacht, die dann vielleicht nicht ganz so kompatibel mit Borscht waren. Und Dannys Sache war dann eher schon so, naja, ein bisschen um den Club anzuheizen. Also ich als MC war einfach furchtbar. Am besten, ich werde noch sagen, okay, ihr könnt mich hoffentlich verstehen, wenn ich ein bisschen Deutsch rede, aber ich rede lieber Englisch. Klingt cool, aber ich verstehe kein Wort. Ja, unser MC war krank und einer musste es machen. Und da die anderen sich hinter ihren Instrumenten verstecken konnten und ich halt nichts hatte, habe ich es gemacht. Ich denke, es war hochgradig peinlich. Wir hatten noch Tänzerinnen mit, die haben die Blicke eher auf sich gelenkt und da haben hoffentlich nicht zu viel auf mich geguckt. Wir haben nur gespielt, was uns gefiel. Wenn es den anderen nicht gefiel, war es blöd. Da stand das Haus, in dem Jade gewohnt hat. Und dort haben wir dann 92 Mucke gemacht. Und jetzt kommt gleich das grüne Stück, auf dem mein Haus stand, wo ich gewohnt habe. Dort ging es dann 92 los. Das war mein Hauseingang hier. Das Hacke Hauptquartier auf der grünen Wiese. Das war die elterliche Wohnung mit der 900 Mark Telefonrechnung im ersten Monat. Auch weg. Irgendwie muss da ein tieferer Plan dahinter stecken, damit uns die Weltherrschaft nicht gelingt. Also ich fand es damals Wahnsinn, was wir erreicht haben, mit den nicht vorhandenen Mitteln überhaupt so was auf die Beine zu stellen, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und da können alle irre stolz drauf sein, weil man sich eben von der Idee hat leiten lassen und nicht die Probleme gesehen hat. Also ich denke, ich habe auf jeden Fall von der Hacke profitiert als DJ. Das Hacke-DJ-Team haben wir ja im Prinzip, ist ja auch genau wieder so Hacke-DJ-Team. Hacke steht drin. Wir waren halt 3 Leute, Dresden, Grimma, Chemnitz, die halt mit den Namen durch die Gegend gezogen sind und auch gebucht wurden. Is it true what he says? Did you kill his brother? I've begun the nightmare. Ich glaube, die erste Hacke haben wir verteilt, München-Riem, Flughafen, war irgendeine größere Party. Eine Riesenschlange, wir hatten halt 500 Stück, glaube ich, mit, oder 300 wenigstens.
Und wir haben das Ding aufgefressen. Es war nur schade, dass es eben so enden musste. Also wir hatten dann Stress, irgendwie an unser Geld zu kommen. Also wir haben Anzeigen verkauft und mussten dann aber monatelang unserem Geld hinterherrennen. Das eskalierte dann teilweise so, dass der Chaot in irgendwo eine Disco gefahren ist, wo dieser Veranstalter eben war und dort rausgejagt wurde von der Security, weil er unser Geld eingefordert hat. Und solchen Fasching wollten wir halt nicht haben. Wir hatten dann schon gemerkt, dass wir immer mehr gewachsen sind und dadurch uns auch immer mehr Stress selbst bereitet haben und wollten das eigentlich wieder zurückfahren und wollten die 7. Ausgabe sollte eine handdurchnummerierte Ausgabe sein mit 1000 Exemplaren, also wie bei der ersten. Einfach damit wir nicht mit so viel Geld hantieren müssen. Aber dazu ist es eben nie gekommen. Danach habe ich tatsächlich Partys und Konzerte weitergemacht und habe dann mit Freunden gemeinsam ein Festival gegründet, das Blech Festival. Und daraus ist letzten Endes bis zum heutigen Tage ein relativ großes Unternehmen namens Good Life entstanden, wo ich immer noch die Geschäfte verantworte. Und wir veranstalten so das Blech Festival, Full Force, Super Bloom, die Heroes Festivals, das Hip Hop Open, haben das Lollapalooza in Deutschland mit aufgebaut. Für mich ging es eigentlich in eine andere Richtung. Außer, dass ich mich für Musik interessiere nach wie vor. Aber die Musikrichtung hat sich geändert. Ich bin wieder zurück in meinen ursprünglichen Beruf als Elektroniker und baue Maschinen, das ist mein Ding, und mache Grafik nur noch als Hobby. Hacke begleitet mich ja nun schon 32 Jahre. Und solange es immer noch Musik gibt, die mir gefällt, und solange es noch Leute gibt, die mich hören wollen, spiele ich auch noch auf Party. Wenn es irgendwann mal niemanden gibt, der mich mehr hören will, dann höre ich auf. Ohne Danny wäre die Hacke schon lange vergessen. Es ist okay, dass es vorbei ist. Und es war ein schöner Teil meines Lebens. Und ich schaue zurück, dass es gut war. Und was danach kam, auch gut. I have become a nightmare.